Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch hier vom Flughafen in Helsinki, quasi stilecht. Die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Airbus A380 High Density kommt nach München. EasyJet kommt im Sommer 2025 wieder nach Dedorf, nach Düsseldorf. Dann geht es weiter mit dem Thema Hotels. Warum sind sie so schwer per E-Mail zu erreichen? Jetzt sagt ihr, kannst doch anrufen. Ja, aber man kann nicht immer anrufen. Wir haben eine Aktion von Lufthansa Mainz-Moor, wo es nicht bunte Meilen gibt, aber für das Abo der Zeitung bunte Meilen gibt. So ist es richtig. Und wir haben für den Aficiando von Lounges die Möglichkeit, vielleicht tolle Teile aus der Lounge in Hongkong zu bekommen. Cathay Pacific, um genau zu sein, quasi eine private Lounge zu Hause. Und Zwangsurlauber bei Boeing bekommen Geld. Weil sie werden quasi ausgesperrt von der Arbeit. Und für Boeing nimmt das natürlich mittlerweile immer weiter groteske Züge an, was da passiert, weil da wird so viel Geld verloren und verbrannt. Aber sie sagen halt, sie müssen Geld verdienen. Gut, dann lasst uns direkt mal starten mit dem ersten Thema, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt. Ach, ihr wisst ja, wie es alles geht, aber ganz wichtig ist halt wirklich die Glocke, weil das ist das neue Like. Und wir können direkt loslegen. Das erste Thema, was wir haben, ist die High Density bei der Emirates. Und da haut mir mein Notebook ab. Alles sehr lustig. Muss mich wieder anders hinsetzen und das Notebook hier festhalten. Also wie gesagt, Lufthansa kommt in Bedouille, hätte ich fast gesagt, aus Dubai, weil man mit Emirates mit dem A380er in der High Density Bestuhlung fliegt. Und jetzt sagt ihr High Density, was ist das denn? Ja, Emirates hat 15 A380er, die haben eine Bestuhlung, die etwas anders ist als normal. Die hat nämlich eine Zwei-Klassen-Bestuhlung, die sind seit 2015 in Betrieb. Und diese haben eine Sitzplatzkapazität von 615. Ja, da sagt man natürlich zuerst, 550 Sitze davon sind, sie sind Economy-Class-Sitze. Und diese Flugzeuge werden dort eingesetzt, wo es keinen Premium-Verkehr gibt. Oder zumindest wenig. Und Lufthansa sagt ja, Premium ist alles. Dubai sagt, nö, machen wir nicht mehr. Also insofern zeigt das auch, warum Lufthansa nach Dubai fliegt mit einer Business Class und einer Economy, aber mit keiner First Class. Zumindest Premium Economy haben sie ja auch noch auf den Flügen. Mit dem Wechsel zum Winterflugplan wird halt diese High-Density-Variante eingesetzt werden aus Dubai. Und man bleibt trotzdem bei 2 Flügen. Man sieht also auch, dass der Bedarf doch an den Golf da ist. Und man sieht aber auch, dass die First Class nicht gebraucht wird und Business Class auch nicht so viel. Was ja auch mit dieser Business Class Bestuhlung ist ja, dass man vor sich die Economy Class sitzen hat. Timothy Clark hat mir das Flugzeug ja seinerzeit in Dubai persönlich vorgestellt. Wir waren 45 Minuten, bevor die Dubai Air Show überhaupt angefangen hat im Flieger. Und er hat mir quasi jedes Teil erklärt und warum es so ist. Und ich hatte zu ihm gesagt, du, sag mal, als Platinum oder als Business Class Passenger, ich muss ja nach den Economy-Passagieren aussteigen. Da sagte er, ja, was willst du denn haben? Willst du die Bar haben oder willst du die nicht haben? Da habe ich gesagt, naja, Bar, ja, musst du danach aussteigen. Und das ist halt das Thema, dass man halt nach den Leuten aussteigt. Und es ist so, dass die Maschinen natürlich auf anderen Strecken auch zum Einsatz kommen, wenn es 15 Stück gibt. Bangkok, London, Gatwick, Manchester, Birmingham, Bali, Düsseldorf, Taipei, Kuala Lumpur, Mauritius, Frankfurt und Amman. Und interessant ist auch an dieser Stelle, dass die operative Planung trotzdem da natürlich flexibel bleibt. Also es kann sein, wenn ein First-Class-Bedarf da ist, dass dann natürlich ein anderes Flugzeug eingesetzt wird und dann natürlich hier auch reagiert werden kann und Geld verdient werden kann. Wie seht ihr das mit der High-Density-Bestuhlung? Es ist jetzt nicht so, wie ich das klar gesagt habe, dass man da die 850 Leute reinpresst, aber es ist halt so, dass da halt so viel mehr Economy-Class-Sitze drin sind und dass man damit dann natürlich, doch wie auf dem Viehtrieb ist natürlich nicht so wie der Rekord. 1000 irgendwas war ja der Rekord in der Boeing 747 damals, als man die Israelis evakuiert hatte aus Nordafrika. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber die hatten da auch Hölle viel. Also insofern ganz so schlimm ist es im 380er dann nicht. Ihr könnt unten ja die Frage einfach beantworten. Wir gehen weiter mit dem Thema EasyJet und EasyJet.
Ist immer mit einer Hand schwer zu tippen, dass das Notebook nicht hinfällt, wäre ja auch schade, wäre zu teuer. Fliegt jetzt wieder ab dem Sommerflugplan nach Düsseldorf und zwar von verschiedenen Strecken. Edinburgh habe ich gesehen, London, Nizza sind Destinationen und diese sind auch jetzt sofort wieder buchbar. Interessant ist auch, dass man dort zurückkehrt, nachdem Deutschland ja als teurer Markt etabliert wurde und Eurowings selbst heute die Bild-Zeitung ja getitelt hat, dass man dort durchaus Eurowings-Flüge einstellt innerdeutsch in einer hohen Prozentzahl. Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil er Bezahlartikel ist. Aber da sieht man halt, dass es nicht ganz so schlimm über die deutschen Flughäfen gestellt ist. Also ihr könnt hier auch nochmal gerne antworten. Wir gehen weiter mit dem Thema Boeing. Und da ist es so, dass die Boeing-Mitarbeiter streiken, aber natürlich nicht alle. Und es gibt Leute, die sind deshalb natürlich im Zwangsurlaub. Wenn nicht alle Leute... Ups, einmal gegen den Ständer hier geklickt. Also man hat das Problem, dass es ist halt nicht bequem. Es ist nicht bequem, aber ich nehme das für euch auf sich. Dass Leute, die nicht streiken, aber arbeiten wollen, nicht arbeiten können, weil wenn andere Leute nicht arbeiten, dann ist es halt so. Und jetzt ist es so, dass man natürlich bei Boeing die Leute trotzdem bezahlt. Und diese 7-wöchige Streik, der die Leute ja im Zwangsurlaub hat, ist es so, dass man die betroffenen Beschäftigten trotzdem bezahlen möchte. Und ich denke mal auch, dass diese Leute, die nicht streiken, wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihren Job zu behalten. Denn Boeing möchte nicht davon Abstand nehmen, dass man 17.000 Stellen abbaut. Und dieser Abbau der 17.000 Stellen geht natürlich weiter. Und man sagt halt auch, Ortberg, das ist die Veranstaltungsleiterin von Boeing, ist so, dass man da sagt, dass die strukturellen Veränderungen sind wichtig für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, denn Kelly Ortberg hat da ja ein schweres Erbe. Auch ist es so, dass man dort sagt, dass am 15. November 60-tägige Kündigungsfristen für den Verlust von Arbeitsplätzen an seine Mitarbeiter ausgegeben würden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Boeing hat halt 33.000 Mitarbeiter im Ausstand gehabt und der ist ja auch mit der Tarifeinigung beendet worden. Aber man steckt unter anderem wegen den gravierenden Qualitätsmängeln halt in der Krise. Und ich weiß jetzt nicht, ob weniger Personal da so der Weisheitsletzter Schluss ist. Da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, dass man da natürlich jetzt vielleicht ein bisschen flexibler reagieren sollte und sagen sollte, woher die Leute entlassen werden. Also dass man da halt nicht an der falschen Stelle wie immer spart. Also hier eure Meinung und euer Thema dazu. Ich hatte heute für einen Kunden, wollte ich einen Limousinentransfer buchen. Ich war selber unterwegs und bin unterwegs, wie ihr seht. Und ich kann auch nicht wirklich telefonieren und wollte per E-Mail einem Hotel schreiben. Ist auch egal, welches Hotel, weil dieses Problem hatte ich halt öfter. Und glaubt ihr, dass man eine E-Mail-Adresse findet von irgendeinem dusseligen Hotel? Es ist also sehr, sehr schwierig, manchmal die Hoteladressen zu bekommen. Da muss man halt immer zum Hörer greifen. Kannst jetzt natürlich sagen, ja, ruf an. Ja, aber wenn ich im Flugzeug bin, kann ich halt nur E-Mails schicken. Wenn ich unterwegs bin, kann ich halt nur E-Mails schicken. Ich kann, wenn ich zum Beispiel im Zug bin oder wenn ich für euch die Sendung aufnehme oder sowas, dann habe ich keinen Bock, mit denen zu reden. Abgesehen davon ist ja das Problem auch, wenn man mit den Leuten vor Ort redet, dass man dann natürlich das Dilemma hat, dass man da nichts Schriftliches hat. Und manchmal ist es wirklich so, dass man was Schriftliches braucht, wenn es um Abholung geht und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch eine E-Mail ist wesentlich klarer. Und wenn man da jetzt einfach hingeht und sagt, dass man anrufen kann, wie ihr das wahrscheinlich sagen werdet, ist es aber auch ineffizient. Weil ich kann, glaube ich, in der Zeit, wo ich mit Leuten irgendwas bespreche, in der Leitung warte und so weiter, kann ich 10 E-Mails schicken. Und da habe ich einen Workaround, den ich euch natürlich auch mitteilen würde. Ich wäre ja nicht Lars, wenn ich euch nicht eine Lösung geben würde. Ich gucke immer, ob ich im Hotel jemanden finde, der auf LinkedIn ist und da dann die E-Mail hinterlegt hat. Oder ich schreibe auf LinkedIn an. Gut, man muss da manchmal diese In-Mail-Funktion noch aktiviert haben, also Premium als Hinweis. Oder was man auch machen kann, ist natürlich auch bei Corporate anrufen und sagen, hier, das ist es. Aber das ist halt nicht die Lösung. Ich nehme halt LinkedIn zum Beispiel oder die Facebook-Seite ab und zu. Das klappt auch. Wobei da habe ich auch schon mal Erlebnisse gehabt, dass das nicht klappt. Deshalb mache ich das immer parallel. Also einmal Facebook, LinkedIn und so weiter. Und da die Leute anschreiben, also das Property auf Facebook anschreiben. Wenn das Multimedia-Team nicht arbeitet, hat man natürlich da teilweise die Popo-Karte. Insofern
kann man auch vielleicht einfach, wenn man sagt, ich hab jetzt Stress, man ruft einfach an und sagt, kannst du mal kurz die E-Mail schicken und folgende E-Mail-Adresse, dann antworte ich darauf. Das geht übrigens auch. Ihr könnt ja jetzt schreiben, was ihr davon haltet und vor allem auch, ob ihr das Hotel manchmal per E-Mail kontaktieren wollt und nicht anrufen wollt, aus verschiedensten Gründen und dann sagt, ja okay, du hast zwar einen an der Marmel, aber in dem Fall ist es okay, wir haben dasselbe Problem. Da bin ich mal gespannt, was ihr zu der ersten Frage des Tages sagt. Ich habe ein weiteres Thema, nachdem das Kind da gerade kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Schreien hört. Da ist es so, dass wir ja alle Lounge-Jünger sind. Und Cathay Pacific macht ja gerade eine Erneuerung der Lounges weltweit. Und man kann sich mit einigen Möbelstücken ja vielleicht in der Lounge auch anfreunden und sagt, die sind ja besonders toll. Und da will man die haben. Und da gibt es zum Beispiel ein Sofa, Bild seht ihr hier. Da ist es so, dass man da ehrlicherweise sagen muss, dass dieses Bild schon relativ einladend aussieht in der Ecke. Ich weiß nicht, ob man zu Hause so viel Platz für so ein großes Sofa hat. Und ihr sagt, ihr wollt dieses Sofa haben. Dann kann ich euch mal sagen, was das Sofa kostet. Nur damit ihr mal aus dem Cathay Pacific Lounge Shop mal so einen Preis mitbekommt. Die ganze Bude soll festhalten, 192.201 Hongkong-Dollar kosten. Und jetzt umgerechnet in US-Dollar sind es mal schlanke 24.700 USD. Also auch schon jetzt nicht wirklich wenig Knete. Muss man sich leisten können. Und das ist das Cloverland-Sofa, was 1969 von Vernet Panton in Dänemark designt wurde. Man kann das vielleicht auch billiger schießen, wenn man es direkt in Dänemark holt. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt interessant, dass sie das direkt als Kauf anbieten. Und dann ist es so, es gibt natürlich auch Sachen, wo ihr weniger bezahlen könnt. Da gibt es jetzt etwas, was 1.866 US-Dollar kostet für einen Stuhl. Dieser Stuhl ist nicht das Set, also es ist ein Stuhl für 1.800 paar kaputte. Und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das ist ja krass und so weiter. Auch gibt es diesen Carl Hansen und Son Colonial Chair, der halt aus rustikaler Eiche ist. Oder ist das rustikale Eiche? Ich weiß nicht, ich sehe ja leider kein Bild. Aber es ist so, das Ding kostet 3.334, so ist es, Dollar. Und jetzt sagt ihr, ja, aber ich habe so viele Meilen. Kannst du mit Meilen kaufen. Sind nur 524.640 Frequent Traveler Meilen. Also daran seht ihr, dass ihr euch zu Hause ein Lounge-Feeling privat zu Hause bauen könnt. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen interessant ist. Ihr könnt ja mal sagen, ob das für euch ein Thema ist und sagt, ja, Lounge ist geil, möchte ich zu Hause nachbauen. Oder ihr sagt, nee, da habe ich jetzt keine Böcke drauf. Ansonsten ist es halt, wie es ist. Ich bin mal gespannt. Und wir haben jetzt das letzte Thema. Das ist das Thema 22.500 Lufthansa-Meilen. Ach, das ist mit dem Notebook, das auf dem Schoß rutscht. Ne? Und zwar könnt ihr da mit einem Bunte-Abo für 229 € diese Anzahl an Meilen bekommen. Ihr müsst natürlich das Abo kündigen, wie immer. Aber für 229 € muss man sagen, sind 22.500 Meilen schon ein okay Preis. Heißt also, wenn man da sagt, dass der 1000 sind es. 1000 Miles and More Meilen für 10 € sind der magische Wert. Dann sind wir da schon magisch relativ nah dran, oder? Also da könnt ihr jetzt einfach sagen, was ihr denkt. Ob das bunte Abo jetzt Sinn macht, vielleicht die Mutter überraschen, vielleicht die Freundin oder selber lesen, wenn man bunte Abo-Anhänger ist. Auf jeden Fall sind es bunte Meilen, 20.500 für 229. Könnt ihr machen. Ich habe es nicht gemacht, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht interessant. Ich habe jetzt übrigens noch die Frage des Tages vergessen, aber das macht nichts. Die fangen wir nämlich jetzt auch an. Und zwar ist die Frage des Tages für beide Themen, habe ich das gemacht? Ihr könnt ja unten schreiben, ob ich es gemacht habe oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Fragen des Tages hier. Die erste Frage des Tages ist, wollt ihr auch Hotel per E-Mail kontaktieren und wollt den schreiben? Und wie findet ihr natürlich so eine private Lounge? Und dann gibt es hier natürlich jetzt eine Funktion, die ich relativ cool finde. Warte mal, ich tauche einfach mal ab hier und gehe mal einmal hoch. Ihr könnt die Frage des Tages beantworten. Ich nehme euch einfach mal mit hier mit dem Ganzen, damit ihr mal seht, wie ich gesessen habe. Zeigt er das auch? Guck mal hier. Auf so einer Reling, bisschen mit Natur. Da ist es jetzt, nee, jetzt hat er mich vergessen, da hat er mich wiedergefunden. Also insofern, es war nicht so bequem. Jetzt ist die Sendung halt am Ende. Ich lasse euch dann mal mit den Fragen des Tages alleine, gebe euch den Abspann und ihr wisst ja, immer schön mit der Hand
nach rechts zum Abspann. Und ich freue mich auf morgen wieder mit euch, die Sendung. Jetzt mache ich Schluss. Ich bin froh, dass wir hier zu haben. Also aus dem Aus von Helsinki, vom Flughafen. Bis dann. Ciao, ciao. Und kommentieren, abonnieren. Ihr wisst ja. Bis dann. Ciao.